Herzlich willkommen zu diesem Interview. Und ich würde mal sagen, starten wir mit einer kleinen Präsentation. Wer bist du, Regina? Was machst du? Also ich bin Regina de Wilde und ich arbeite bei Star Surgical AG. Das ist eine Firma, die implantierbare Linsen herstellt und es vertreibt von der Schweiz auch international. Und ich bin die internationale Finanzmanagerin der Firma. Wie ist bei euch aktuell die Situation mit dieser ganzen Covid-Geschichte? Seid ihr normal ausgelastet? Wie ist so die Stimmung? Also es hat sich natürlich schon ziemlich viel geändert. Das ist klar. Erstens mal mussten wir die Produktion zurückstellen und da sind die meisten Leute teilweise an der Arbeitslosenkasse. Aber alle anderen, die arbeiten teilweise im Geschäft mit den nötigen Abständen oder dann Homeoffice, wie ich. Und das funktioniert. Da wir eine internationale Firma sind, sind wir es gewohnt, telefonisch zu arbeiten. Wir sprechen schon immer mit unseren internationalen Arbeitskollegen über Skype. Die Stimmung hat sich natürlich schon ein bisschen geändert, weil da kommt viel Angst von den Angestellten, was normal ist. Und wir versuchen das so gut wie möglich flach zu halten. Das heißt, dass die Leute sehr beruhigt sind. Was rätst du in dieser aktuellen Situation Finanzmanager oder Selbstständigen, Startups? Was müssen sie speziell beachten? Also ich denke, was ganz wichtig ist, ist eben, dass die Angestellten ruhig sind. Das heißt, dass man es mit den Angestellten klärt, wo genau die Lage ist, was ihre Lage ist im Moment, ob sie ganz normal arbeiten können, Homeoffice, oder ob sie im Geschäft sein müssen mit den Abständen. Dann auch mit den Angestellten schauen, wie sie sich fühlen. Ich denke, das ist mal wichtig, dass das Geschäft weiterfährt. Was hältst du von der Aussage, welche der Bund gemacht hat, dass Notkredite unbürokratisch und vor allem zinslos gewährleistet sind? Ja, es ist eine Hilfe und doch keine Hilfe. Ich denke, das macht vielen Leuten sehr viel Angst. Also ich selbst würde allen Unternehmen vorschlagen, versucht ohne Kleinkredit zu leben, wenn es geht. Nur wenn es nicht anders geht, würde ich den Selbstständigen und den Kleinunternehmen sagen, geht zum Bund und fragt für einen Kleinkredit, weil es ist eine temporäre Hilfe. Dann denkt man, alles geht gut, aber schlussendlich muss man es ja dann zurückbezahlen. Und eine schöne Story, eine Erfolgsstory, bisschen Ja, positiv. klar, also das ist dann nicht geschäftlich, sondern das ist die Natur. Das ist Ja? ein totaler Aha-Effekt. Wenn ich jetzt ich gehe jeden Tag ein bisschen spazieren, meine Kinder sind ja auch zu Hause. Und wenn ich durch die Landschaft gehe, habe ich das Gefühl, ich bin in meiner Kindheit, wie vor 30 Jahren. Es hat fast keine Flugzeuge mehr. Ähm, Die Luft ist viel reiner. Ich habe hier einen Ausblick total klar jetzt auf die Bergen. Das war früher nicht so. Also ich denke, ja, der Wow-Effekt ist die Natur. Das ist mein Wow-Effekt. Der andere Wow-Effekt, den ich noch sagen möchte, ist, das Privat hat ein bisschen mit dem Geschäft zu tun, aber es ist vor allem das Homeoffice. Ich konnte früher nie Homeoffice machen und das ist meine erste Erfahrung aus Homeoffice und ich finde das wirklich ganz super. Ich finde das wirklich super. Ich habe mehr Zeit für die Kinder. Ich bin viel mehr da. Wenn was ist, können sie kommen. Ich bin auch weniger gestresst. Hier bin ich alleine. Da kann ich total meinen Gedanken nachgehen und arbeiten. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.